Herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode. Letzte Woche haben wir mit "Nächste Woche brennt es" aufgehört. Heute fangen wir an, es brennt, Feuer im Speiseröhren- und Magenbereich. Eine wirklich quälende Situation. Da kann man nicht mal eben irgendwo draufdrücken, wie man das vielleicht nochmal bei Zahnschmerzen oder bei irgendeiner anderen Stelle hat. Nein, hier, das ist schneidend, brennend, bohrend. Ganz, ganz Schlimmes, verkrampfend. Darauf soll es eine Antwort geben, wie es entsteht. Und ja, fangen wir an. Sodbrennen ist ein Zeichen einer entzündeten Speiseröhre. Das Thema Sodbrennen muss nicht immer brennen, also im einfachsten Fall kann es sein, dass Sie einfach nur diesen Räusperzwang haben, weil eben doch Magensäure nach oben transportiert wird, die Stimmlippen reizt und damit eben auch so eine Art Heiserkeit, Räusperzwang zum Beispiel erzeugt, was vielleicht möglicherweise auch nur in der Nacht passiert, wenn Sie liegen. Die klassischen alten Tipps und Tricks, die ich so in meinem Studium bekommen habe, ja, dann legen Sie auch einen Backstein unter die Kopfseite des Bettes, dann liegen Sie so ein bisschen schräg, dann muss ja die Speiseröhre nochmal bergauf laufen, dann haben Sie schon eine gewisse Linderung. Dadurch, dass das Bett in der Summe schräg steht, haben Sie nicht das Problem, dass Sie abgekippt liegen und nachher Rückenschmerzen haben, sondern dass also sozusagen das Liegen in der und auf der Matratze auf jeden Fall weiterhin gewährleistet wird. Linke Seite geht weniger nach oben, weil die große Kurvatur des Magens dann diese Speiseröhre aufnimmt. Auf der anderen Seite läuft es eher nach oben. Das sind alles so Dinge. Aber man weiß natürlich auch, dass zum Beispiel eine vermehrte Bildung von Histamin oder auch verminderter Abbau oder auch das Essen von histaminhaltigen Lebensmitteln dazu führt, dass der Magenausgang sich verschließt und dass die Speiseröhre in ihrem Tonus, in ihrem Druck, mit dem sie sich selber verschließt, öffnet. Es gibt natürlich diesen Hirschschen Winkel, den man hatte, also wenn der Magen, hier die Speiseröhre runter, der Magen macht hier so den Bogen, wenn das also einen spitzen Winkel hat, dann läuft da nichts rein und je dicker man wird oder je blöder man liegt und so weiter, geht das auf. Mag was dran sein, aber es gibt sehr viele schlanke Menschen, da kann es am Übergewicht nicht liegen, und es gibt sehr viele dicke Menschen, die auch kein Sodbrennen haben. Also auch das muss man relativieren, aber mit dieser Histamingeschichte schon so, wenn der Magen nach unten nicht öffnet, wenn die Speiseröhre sich entspannt und wenn vermehrt Magensäure produziert wird, dann muss die irgendwo hin und dann kann sie einfach nur nach oben, und das äußert sich dann eben unter Umständen in Sodbrennen oder bei den regelmäßigen Untersuchungen beim Gastroenterologen, bei der Magenspiegelung, dass man dann sieht, hier hat sich schon eine leichte Verätzung gezeigt, hier haben wir eine Metaplasie des auskleidenden Epithels. Hier ist die Vorform einer möglichen Krebsgeschichte gegeben. Hier sehen wir bereits Vernarbungen. Hier verkürzt sich die Speiseröhre, die zieht das Ganze sogar hoch. Dann kann dieser Winkel, von dem ich gerade sprach, nur stumpfer werden. Dadurch wird die Situation auch nicht besser. Da gibt es diesen Short Barrett Ösophagus, der dann eben eine Vorform durchaus auch von Speiseröhrenkrebs sein kann. Das sind alles Dinge, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, die man auf jeden Fall ernst nehmen muss, die man abklären muss, wo man das Essverhalten anpassen sollte, wo man dann eben histaminarm ist, wo man nicht so scharf ist, wo man nicht unbedingt so viel Alkohol trinkt, schon gar nicht die scharfen Geschichten wie einen kurzen dazwischen, sondern wirklich guckt, dass man, wenn es denn schon Alkohol sein muss, doch eher die niederprozentigen nimmt, so ein Bierchen, das geht ja vielleicht noch mit einer entsprechenden Verdünnung, aber auch hier ist wie immer die Dosis das Gift. Und wo kommt Histamin sonst noch drin vor? Alles, was geräuchert ist, was luftgetrocknet ist, was gegoren ist, also Mixpickles oder Sauerkraut. Alles, was mit Hefe zusammenhängt, Nachtschattengewächse, Balsamicoessig, Nüsse, Schokolade. Das sind so die klassischen Knaller, um die man einen gewissen Bogen machen sollte. Man muss auch immer gucken, alles ist in 100 Gramm angegeben. Ja, Parmesan hat natürlich ganz viel, aber Parmesan machen Sie vielleicht 10 Gramm drauf. Während bei einer anderen Geschichte, wo Sie dann vielleicht 200 Gramm essen würden, dann ist dann, in der Summe vielleicht doch mehr Histamin drin, als ich dachte. Das sind so Sachen, die man sich berücksichtigen muss. So, und wo wir jetzt gerade bei der Histamin-Thematik schon mal sind, darüber habe ich schon mal gesprochen. Da gibt es einen Film auf meinem YouTube-Kanal oder Videothek, wie man das nennen möchte. Und da finden Sie nochmal eine kurze Abhandlung, auch nicht endlos lange, ich glaube 4-5 Minuten, zu diesem Thema, wo Sie das einfach nochmal vertiefen können. Die Speiseröhre kann aber auch zum Beispiel dahingehend entzündet sein, dass es eine eosinophile Reaktion gibt. Eosinophil kommt daher, dass man bestimmte Immunzellen, nämlich die Granulozyten, und zwar
gezielt die eosinophilen Granulozyten dort findet, die sich dort versammeln. Der Name kommt daher, dass sie sich mit dem Farbstoff Eosin anfärben lassen und daher heißen sie halt so. Und die haben einen engen Zusammenhang zur möglichen Allergie. Also wenn Sie IgE-Antikörper, Sofortreaktion erhöht haben, dann sollte man normalerweise auch eosinophile Granulozyten im Differentialblut finden, wie auch bei Parasiten, da wo so diese Zellen ihre Hauptaufgabe haben, sich gegen zu wenden. Wenn Ihnen das aber nun mal hier in der Schleimhaut passiert und Sie auf bestimmte Lebensmittel eine solche Reaktion erzeugen, dann wird das mit der Zeit, weil Sie ja gerne immer dasselbe essen, weil das ja besonders lecker schmeckt, nicht besser, sondern schlimmer. Und das führt dazu, dass Sie immer schlechter schlucken können, dass Sie das Gefühl haben, es bleibt Ihnen im Hals stecken, dass Sie das stundenlang kauen, Sie sind immer der Letzte, der fertig wird, Sie trauen sich schon gar nicht mehr irgendwie was Trockenes zu nehmen, weil Sie müssen so viel einspeicheln, dass das überhaupt irgendwie runtergeht. Es lohnt sich wirklich auf diese Richtung mal zu schauen, dort mal den Gastroenterologen reinschauen zu lassen, wirklich auch Proben nehmen zu lassen, beim Histologen zu gucken, sind denn das eosinophile Granulozyten, und dann gibt es auch eine Therapie und dann gibt es vor allen Dingen auch eine Nahrungsmittelveränderung. Also man kann mit entzündungshemmenden Substanzen das natürlich unterdrücken und alles so weitermachen wie bisher. Aber das Entscheidende wäre ja herauszufinden, auf was und warum Sie auf diese Dinge so reagieren und einfach dieses Essverhalten Ihrem Problem anzupassen. Sie können auch in einen Benziner nicht Diesel reinkippen. Sie können einen Diesel vielleicht ein bisschen Super reintun, aber wenn Sie zu viel davon haben, dann geht Ihnen der Motor auch kaputt. Und wenn Sie für sich erkennen, dass das für Sie das falsche Lebensmittel ist und ist es auch noch so lecker, gehört es in Sie nicht rein. Und das muss man in diesem Fall akzeptieren.